Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr wundert euch mit Sicherheit, warum bin ich nicht auf dem Tennisplatz? Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Tenniscamp durchführt. Und da ist der erste Weg in der Planung und deswegen startet mein Video hier aus meinem Büro. Viel Spaß bei meinem neuen Video. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wir beim TC Korbach veranstalten jede Ostern ein Tenniscamp für Kinder und Jugendliche, um sich auf die Medenrunde, auf die Medenspielsaison vorzubereiten. Was es dazu alles braucht, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Es geht los und natürlich mit Vorplanung und das möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Außerdem bin ich jetzt Kooperationspartner von dem Topspin Pro. Also wenn ihr euch den Topspin Pro, den ich hier in diesem Video mal vorgestellt habe, mal zulegen wollt, unter dem Video, in dieser Videobeschreibung findet ihr einen Link, in dem ihr mich unterstützen könnt. Kommen wir aber jetzt schnell zum Thema Tenniscamp. Beim Tenniscamp bedarf es natürlich einiges an Vorplanung und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit auf den Bildschirm und da besprechen wir das Ganze zusammen. Wir haben uns vorgenommen, an 3 Tagen zu trainieren. Einmal den Montag, einmal den Dienstag, einmal den Mittwoch. Und das ist jetzt hier natürlich nur eine kleine schematische Auflistung, welche Überlegungen ich mir gemacht habe. Und man muss dazu sagen, es ist ein sehr kleines Camp. Wir haben nur 7 Anmeldungen, beziehungsweise wir hatten eigentlich mehr. Allerdings haben 5 Kinder wegen Corona absagen müssen. Daher sind wir nur zu 7. Und das Erste, was ich jetzt hier gemacht habe, ist erstmal festzustellen, wer hat sich angemeldet und wie kann ich die Anmeldung entsprechend aufteilen. Das heißt, wir haben hier eine fortgeschrittenen Gruppe, die spielen in Großfeld, das weiß ich, und entsprechend auch mit den normalen Bällen. Das ist Keno, Luzi, Justus und Max. Und dann habe ich eine zweite Gruppe, das ist die Gruppe B, das ist der Levi, Rufen und Paula. Das sind eher Anfängerkinder, die noch im Mitfeld spielen und mit druckreduzierten Stage 2 Bällen. Also ich sollte im ersten Schritt versuchen, homogene Gruppen quasi festzulegen und aufzustellen, damit es letztendlich so ist, dass die Übungen hinterher auch gut funktionieren können. Wir sind bei diesem Camp mit 2 Trainern unterwegs, einmal ich und einmal der Gero. Und wir haben uns überlegt, dass ich am ersten Tag beispielsweise die Fortgeschrittenen nehme und Gero nimmt die Anfängergruppe. Am zweiten Tag übernehme ich die Anfänger und Gero die fortgeschrittenen Gruppe. Und am dritten Tag wechseln wir nochmal. Und 3 Stunden, wir haben die Tennishalle gebucht, 2 Plätze, jede Gruppe einen Platz, das passt also. Und die Gedanken, die ich mir hier gemacht habe, ist, dass wir an jedem Tag ein Aufwärmen machen mit allen zusammen. Also eine halbe Stunde fürs Aufwärmen ist hier eingeplant an allen 3 Tagen und gefolgt von einer halben Stunde Theorie. Ja, was mache ich hier in der Theorie? Hier habe ich mir vorgenommen, Tipps für das Match entsprechend den Kindern einfach mal zu zeigen. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, wenn euch das interessiert. Ich verlinke euch nochmal in der Infokarte. Da habt ihr auch nochmal die genauen Inhalte, die ich da vermitteln möchte. Und man muss natürlich jetzt hier in diesem Camp sehen, welchen Schwerpunkt möchte ich denn setzen. Ist nun mal so, dass es Anfang Mai schon direkt mit den Medenspielen losgeht und das Ostercamp nutzen wir dann dafür, entsprechend uns auf die Saison schon vorzubereiten. Also weniger die technischen Sachen stehen jetzt hier in diesem Camp im Fokus, sondern mehr die Spielpraxis. Was brauche ich alles für mein Match? Und das soll im Vordergrund hier dieses Camps stehen. Daher mein Theorieblock, einmal Tipps für das Match zu machen. Das betrifft beide Gruppen und beide Gruppen können sicherlich damit etwas anfangen. Dann kommt der Praxisteil, wo wir eben Tennis spielen wollen, wo wir Übungen durchführen wollen. Und da setze ich jetzt hier an dem ersten Tag je nach Trainingsgruppe auch unterschiedliche Schwerpunkte. Das heißt, hier bei den Fortgeschrittenen möchte ich beispielsweise einfach mal eine Stunde Übung durchführen lassen, wo es darum geht, die starke Seite, das ist in der Regel ja meistens die Vorhand, einzusetzen. Also versuchen mit der Vorhand den Punkt zu machen. Das könnte hier alles darunter fallen. Dann habe ich bei den Kindern, bei den Anfängern auf jeden Fall nochmal eine halbe Stunde Regelkunde, Zählweisen im Tennis, dass die Kids wissen, wie sie zählen müssen, dass es eben im Tiebreak gibt und dass sie dort entsprechend auch anders zählen müssen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das sollten die Kids dann vor ihren ersten Punktspielen auf jeden Fall können. Und dann ist es sehr wichtig, eben auch nochmal einen Aufschlagblock zu machen, weil der Größe oder das größte Problem gerade bei Anfängerkindern ist nun mal der Aufschlag. Der Aufschlag ist die Spieleröffnung, also der muss sicher klappen. Wenn er von oben nicht klappt, dann muss er zumindest von unten klappen, dass die Kinder auf jeden Fall eine Spieleröffnung für ihr Match
haben und da auch sicher sind. Also hier nochmal der Fokus auf Aufschlag. Und am Ende von jedem Tag habe ich mir einen kleinen Konditionsblock ausgedacht. Das heißt, wir machen eine halbe Stunde Konditionstraining an allen 3 Tagen, wie ihr hier seht. Das ist der 3. Tag hier. Beziehungsweise am letzten Tag habe ich mir ein Abschlussturnier überlegt. Da gibt es dann kein Konditionstraining. Das hat sich dann ganz gut bewährt, dass man dann zum Abschluss auch nochmal eine Stunde vielleicht ein Turnier spielt. Das wünschen sich die Kinder auch immer und das macht immer sehr viel Spaß. Daher hier am 3. Tag kein Konditionstraining, sondern eher das Abschlussturnier. Am 2. Tag auch hier wieder Aufwärmen und ein Theorieblock. Der Theorieblock wird dann vor allen Dingen für Taktik sein. Auch hier habe ich ein Video gemacht, wo ich euch nochmal eine Infokarte verlinke. Da könnt ihr euch mal die ganzen Tipps, die ich da an die Kinder vermittle, auch selber mal anhören. Da gehört zum Beispiel dabei, ja, dass man entsprechend dem Gegner vielleicht auf die schwächere Seite versucht anzuspielen oder was mache ich im Match-Tiebreak. Ja, die ersten 3 Punkte im Match-Tiebreak sind sehr wichtig. Solche Geschichten, wie verhalte ich mich taktisch bei meinem Match. Dann haben wir hier einen Block, der ist auch wieder für beide Gruppen gleich. Und zwar geht es da um einfach nochmal Übungen in verschiedenen Spielweisen entsprechend durchzuführen, dass ich weiß, dass ich offensiv spielen kann, aber auch eben halt auch defensiv spielen kann. Das heißt, hier spiele ich bei der defensiven Spielweise eher so, dass ich versuche, den Gegner den Fehler machen zu lassen. Und bei der offensive Spielweise versuche ich entsprechend selber den Punkt zu gestalten. Das mache ich hier jetzt dann mit beiden Gruppen. Machen wir das als Thema gleich, wenngleich hier natürlich auch andere Übungen für die Fortgeschrittenen durchgeführt werden als für die Anfänger. Ja, weil letztendlich kann man natürlich mit Anfängern, die eben nicht so sicher sind, nicht unbedingt die gleichen Übungen machen. Das heißt, hier machen wir es etwas anspruchsvoller und hier versuchen wir eben an der Basis eher zu arbeiten. Dann am 3. Tag habe ich mir überlegt, soll das Doppel im Vordergrund stehen. Das heißt, hier überlege ich mir im Theoriebereich Tipps für das Doppel. Auch hier habe ich auch schon ein Video mit dem Timo damals zusammen gemacht. Tipps für das Doppeltraining. Was ist wichtig im Training? Wie sollen die Punkte gespielt werden? Zum Beispiel jetzt hier auch bei den kleineren, auch hier nochmal ein bisschen Regelkunde, dass sie zum Beispiel nicht auf Vorhand, Rückhand während oder innerhalb eines Satzes wechseln dürfen. Wie müssen sie wechseln? Vorne, hinten am Netz stehen und das gehört alles dann dazu. Dann eine halbe Stunde mit den fortgeschrittenen Doppelspielaufgaben des Netzspielers, dass der in Bewegung sein muss, dass er nicht immer das Gleiche machen soll, dass wir auch mal versuchen, Bälle abzufangen am Netz, dass wir mal durchgehen und entsprechend dann hier auch nochmal gefolgt von einer halben Stunde Doppeltaktik, dass wir entsprechend hier auch mal üben, sich vorher abzusprechen, Aufschlag auf die Rückhand, ich gehe durch und so Geschichten. Ja, das ist jetzt hier bei den Fortgeschrittenen eher im Fokus und hier bei den kleineren vielleicht auch nochmal im Fokus, dass man eben versucht auch mal ans Netz zu gehen und versucht am Netz den Punkt zu machen, gefolgt auch hier nochmal von Doppeltraining und dann, wie schon angesprochen, das Abschlussturnier. Ja, das ist jetzt natürlich nur so wie ich es mir überlege, ihr könnt das natürlich ganz anders machen und das bleibt euch überlassen. Aber ich finde, es ist immer wichtig, sich im Vorfeld auch schon mal zu überlegen, sich einen Plan zu machen, was möchte ich erreichen, wie teile ich es auf, damit man dann an dem Camp-Tag selber nicht einfach so doof dasteht und dann aus dem Bauch heraus irgendwas entscheidet, sondern dass man eben mit einem Plan da dran geht. Ja, ich hoffe, das war für euch jetzt etwas informativ und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Camp dann morgen startet und was uns erwarten wird und dann melde ich mich natürlich dann wieder. So, schönen guten Morgen hier von der Tennishalle. Ja, jetzt ist Tag des Camps und ihr seht, wir haben traumhaften Sonnenschein. Ja, eigentlich ein bisschen schade, dass das Camp drin stattfinden muss, aber es ist doch noch ein bisschen kalt. Ja, ich bin schon mal eine Stunde vorher hier, werde jetzt noch eine Stunde Privattraining geben und danach geht es mit dem Tenniscamp los. Dann kommt unsere Jugendwartin, wird erstmal das Geld kassieren von den Eltern. Wir haben hier heute einen Beitrag von 85 € pro Kind für die 3 Tage und ja, alles Weitere werdet ihr dann eingesprochen von mir bekommen, weil ich mich natürlich im Camp dann auch aufs Camp konzentrieren muss und nicht mit dem Mikrofon da rumlaufe. Insofern, ja, alles dann kommentiert von mir, ein paar Auszüge, viel Spaß dabei. Los geht's mit dem ersten Aufwärmspiel. Ja, das hat sich der Gero ausgedacht und zwar
müssen hier zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Die eine Mannschaft versucht 10-mal, ohne dass eine gegnerische Mannschaft dazwischen kommt, den Ball hin und her zu passen. Wenn das 10-mal klappt, dann hat das Team gewonnen. Ihr seht, alle sind in Bewegung. Auf jeden Fall eine schöne Sache und man darf sich auch nur im dunkelblauen Bereich aufhalten. Dann ein weiteres Spiel zum Aufwärmen. Hier geht es darum, mit einem Ball den anderen, das gegnerische Team, zu treffen. Und wer getroffen ist, stellt sich hin, hebt die Hände nach oben, wie jetzt hier gleich zu sehen. Die Luzi wird jetzt gleich abgeworfen und muss sich dann hinstellen. Genau. Und ist dann quasi verbrannt und muss dann wieder freigespielt werden. Ja, damit ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, kann der Gero dann die Leute anzählen, sodass die einen Sprint bis auf die andere Seite machen müssen. Und wer zuerst da ist, der ist dann auch wieder frei. Ja, schönes Spielprinzip. Was können Ursachen sein? Dann ging es weiter mit einem Theorieteil. Hier gebe ich den Kids 10 Match-Tipps, wie sie sich im Match verhalten können. Wenn ihr genau die Inhalte da mal wissen wollt, ich verlinke euch hier in dem Video oben in der Infokarte. Da habt ihr genau meine 10 Tipps zu eurem Match. Beziehe da natürlich dann auch die Kids immer wieder ein mit Fragetechnik, Frage, ja, wie würdet ihr euch verhalten, genau, wie bereitet ihr euch vor? Und das sind alles so Inhalte, die da vermittelt werden. Was du jetzt machen, Levi, um deine Konzentration zu steigern? Weißt du nicht? Keno? Früher auf den Platz gehen, schon mal warm machen. Früher auf den Platz gehen, schon mal warm machen. Also alles, was mit der Vorbereitung zu tun hat. Sich warm machen. Keno. Sich warm machen. Ja? Zu fokussieren. Einfach sich vorher da zu sein. Nicht auf den Tennisplatz kommen, wenn ihr euch gar nicht warm gemacht habt, wenn ihr vielleicht gerade aus dem Auto ausgestiegen seid und so weiter. Bei mir ist vor meinem Match, fährt der Papa mit mir noch zu McDonald's. Da gibt es dann schönen Sechser Nuggets und einen schönen Burger. Ja, und dann stehe ich auf dem Platz und kann mich nicht bewegen. Ja, wenn ein Volley ist, kein Vorhandball. Ja? Weiter ging es dann mit dem Praxisteil. Wir hatten ja jetzt hier uns überlegt, dass wir den Fokus auf die starke Seite einsetzen, also Fokus auf Vorhand setzen. Und das ist jetzt hier zum Beispiel eine Anwendungsübung, wo die Spieler versuchen sollen, mit der Vorhand Druck zu machen. Das heißt, wer 3-mal Vorhand einsetzt in einem Ballwechsel, bekommt die doppelte Punktzahl. Und ihr seht, ja, die Kids versuchen zu umlaufen, versuchen mit der Vorhand das Spiel zu gestalten. Ja, darum ging es in dieser Übung. Hier eine weitere Übung. Hier ging es auch darum, wieder Vorhand einzusetzen. Wer es schafft, einen direkten Punkt zu machen mit der Vorhand, bekommt die doppelte Punktzahl. Ganz einfaches Spielprinzip, aber effektiv. Dadurch wird risikoreicher gespielt, wie ihr jetzt hier seht. Ja, und dann gucken wir mal auf den Nebenplatz bei den Kleinen. Da stand ein bisschen Regelkunde auf dem Programm. Und ihr seht, was hier der Fokus ist. Es wird immer gefragt, wie viel steht es. Die Kinder sollen mitdenken. Und jetzt hier auch ein kleines Beispiel. Das ist auch relativ häufig der Fall, dass die Kids vergessen, sich einen zweiten Ball zu nehmen, also einen Ball in die Tasche zu machen. Auf so Geschichten haben wir jetzt hier bei den Kleinen den Fokus gelegt, ja, dass die im Spiel dann besser vorbereitet sind. Dann gehen wir mal wieder zu den älteren Kids. Hier geht es darum, aus einer Vorhand-Cross-Rallye wieder die stärkere Seite einzusetzen und auf den Longline-Ball zu gehen. Das heißt, die Spieler müssen jetzt hier ansagen, wenn sie auf den Vorhand-Longline-Ball gehen wollen. Und da gibt es natürlich auch Variationen, dass das der Coach ruft. Und hier in dieser Übung sollen es die Kids noch selber machen. Ja, auch schön wieder, um zu lernen, die Vorhand einzusetzen. Jetzt hat hier der Spieler hinten etwas zu spät auch gerufen. Ne? Wichtig ist, dass dann auch frühzeitig gerufen wird, wann der Ball Longline gespielt wird. Longline. Ab. Und spielen. Ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Dann schauen wir mal wieder auf den Nebenplatz und hier sollen unsere Jüngsten versuchen, den Aufschlag zielgerichtet zu setzen, das heißt auf die Rückhand aufzuschlagen. Wir haben das Aufschlagfeld eingeteilt in 2 Bereiche und es soll versucht werden, eben auf eine Seite aufzuschlagen, danach wird der Punkt ausgespielt. Also alles wieder sehr praxisnah und ja, als Vorbereitung für die Medenspielsaison. Schauen wir wieder auf den Nebenplatz. Hier versuchen unsere älteren Spieler einen Hosenträger zu starten und das heißt, es wird eine Seite spielt Cross, eine Seite spielt Longline und der 5. Ball, mit dem soll versucht werden, dann mit der Vorhand Druck zu machen und der Punkt wird wieder ausgespielt. Ja, was hier ganz gut der Luzi gelingt. Sag nochmal, was machst du mit denen? Ich rocke die ab. Ja, das war unser jüngster Teilnehmer, der Rufen, das ist schon ein Kaliber. Auf jeden Fall, ja, immer sehr lustig und wir haben viel Spaß gehabt. So, jetzt geht es in den Kondi-Teil. Da hatten wir mit kleine Sprints im Vordergrund, das heißt jetzt hier eine schöne Übung. Das Liniensprint heißt das, dass von Linie zu Linie gesprintet wird und dann ganz am Ende wird nochmal ein großer Sprint angezogen. Wichtig, dass der Trainer motivierend da ist, dass sie alles geben, alles aus sich rausholen. Und das haben wir sowohl mit den größten, also mit den größeren Spielern und auch mit den kleinen, mit den jüngsten, wie man jetzt hier sieht, gemacht. Man kann das schön in 2 Gruppen einteilen, dass es auch fair ist. Ja, und da hatten wir auch Spaß, uns zu bewegen. Und wieder Vollgas. Komm. Ganz durch. Und rückwärts. Und nein. Dann haben wir noch einen Bereich Kurzsprints eingesetzt. Hier einfach Blickrichtung nach vorne. Der Trainer gibt das Signal. Man kann das auch variieren, wie jetzt hier, einfach mal mit dem Rücken zum Netz stehen. Ja, das Ganze machen wir auch wieder mit beiden Gruppen. Immer die kleinen und die großen gemischt im Wechsel. Gut, und die anderen stehen schon wieder da. So, dann hier eine Variante, wo sich vorher bewegt werden muss, also wo kleine Tappings gemacht werden und dann auf Zuruf kurzer Sprint anziehen und dann auch wieder mit den Kleinen. Hier zum Beispiel eine Variante, wo man vor und zurück über die Linie springen muss und dann in den Sprint starten soll. Alles ganz gut für Beinarbeit und Beweglichkeit. Hier mal eine ganz lustige Sache, ja, das haben wir dann einfach mal spaßeshalber eingesetzt. Die Spieler sollen ohne Hände versuchen aufzustehen und dann über die Linie zu sprinten. Ja, ihr seht, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, wieder die Hände zur Hilfe genommen. Also auch koordinativ anspruchsvoll. Ganz entspannt. Natürlich durften die Jüngsten auch mal mithelfen und das Startsignal geben. Nochmal. Zwei Teams, ne? Gerundet haben wir unseren Kondi-Teil dann mit einem, ja, einer meiner Lieblingsspiele, Genau. und zwar Plätze, Biathlon fertig, nennt sich los. das Ganze. Und Ziel ist es jetzt erstmal 2 Runden um den Platz zu laufen. Levi, komm, du musst Gas geben. Also Komm, außenrum, komm, wir haben komm. wieder 2 Teams. 2 Es werden Runden erstmal schaffst 2 Runden gelaufen und dann kommt man, nachdem man 2 Runden gelaufen noch hat, eine. in den Schießstand. Der Schießstand, der sieht dann so aus, dass man ja, sich quasi zum Balleimer bis Ballkorb begibt und dann 3 Schüsse, in Anführungsstrichen Schüsse, hat, um dann in den Eimer zu Außenrum und treffen. jetzt in den Schießstand. Und dann ähnlich In den wie beim Schießstand. Biathlon Hier, ist es Schießstand. dann so, dass 3 wenn Bälle man nehmen. verschossen hat, also nicht getroffen hat, man dann auch Strafrunden laufen muss. Das heißt jetzt hier die Levi Luzi in den Schießstand. trifft einmal nicht, Oh. beziehungsweise Und zweimal 2 nicht und muss Strafrunden. jetzt 2 Außenrum. Strafrunden laufen. Von unten, Levi. Levi auf der anderen Seite macht genau das Gleiche, Und verwirft 2 leider 3-mal und muss jetzt 3-mal in die Strafrunde. Danach wird wieder Erste. abgeklatscht und Stopp. das andere Team startet dann in die 2 vollen Runden, die dann wieder Komm, Levi, gelaufen werden durchhalten. muss. Gewonnen hat dann das Team, was als Und Luzi erstes schlägt ab. wieder Luzi da ist. schlägt ab. Jeder läuft einmal. Und los. Komm. Und Komm, los. Komm, oben. Let's go. Komm, Levi, durchhalten. Noch eine. 3. Komm, halt durch. Komm, Max. Come on. Komm, gib Gas. So, da sind wir jetzt auch schon bei Tag Nummer 2. Da haben wir auch Aufwärmen gemacht und zwar habe ich hierzu auch schon mal ein Video gemacht zu diesem Spiel.
Das Ganze nennt sich Warm-Up Bungee. Ja, das war mein allererster Drill of the Week. Das haben wir dann in Gruppen gemacht und ja, schönes koordinatives Spiel, gute Beweglichkeit ist da drin. Und natürlich, wie sich auch immer häufig gewünscht wird, der Spaß steht natürlich auch im Vordergrund. Viele Kids wollen immer Fußball spielen, das kann man dann auch natürlich auch mal einstreuen. Sollte natürlich nicht Hauptbestandteil sein, aber ja, das macht den Kids vor allen Dingen Spaß und darum geht's. Und da geht's dann auch mal im Fußball zur Sache. Wieder den Theorieteil auf dem Programm und zwar habe ich hier den Spielern Taktiktipps für das Match gegeben. Wenn euch das interessiert, was genau da die Inhalte waren, dann schaut euch bitte das Video einfach mal an. Ich verlinke euch hier in der Infokarte. Und hier geht es jetzt darum, dass man zum Beispiel dem Spieler nicht so oft auf die Vorhand spielen sollte, wenn das der stärkere Schlag ist, dass man daraus lernt, sich taktisch entsprechend dann umstellt. Ich beziehe dann auch immer wieder die Kinder mit ein. Was würdet ihr machen? Fragetechniken anwenden. Ja, und so kann man das ganz gut vermitteln. Genau, ja. Ich habe gemerkt, der Enzo ist mit seiner Vorhand sehr gut. Ja, schafft es dadurch, direkte Punkte gegen mich zu machen. Und ich muss versuchen, diese Situation zu vermeiden. Das heißt, wenn ich merke im Spiel, der Gegner gewinnt, bis zum nächsten Netz raus. Dann hatten wir auf dem Programm offensive und defensive Spielweise. Das heißt, jetzt hier in diesem Beispiel sollen die Kinder versuchen, über geduldiges und sicheres Spiel versuchen, den Gegner den Fehler machen zu lassen. Das heißt, hier gibt es jetzt Punkte, wenn es geschafft wird, den Gegner zum Fehler zu bringen durch geduldiges Spiel. Also Ziel ist es jetzt hier nicht, in die Ecken zu spielen, sondern über geduldiges Spiel den Gegner die Fehler machen zu lassen. Wenn das gelingt, gibt es eine doppelte Punktzahl, also immer versuchen, den Schwerpunkt der Übung in den Vordergrund zu setzen. Ja, dann schauen wir mal auf den Nebenplatz, da waren die Älteren dran und hier ging es um offensive Spielweise. Und hier geht es jetzt darum in der Übung, dass wenn der Ball kürzer als T-Linie gespielt wird, dass dann versucht werden soll, ans Netz anzugreifen, also offensiv zu spielen, was jetzt hier die Luzi wunderbar macht. Ja, sie geht vor, der Ball ist kürzer als T-Linie. Rufen, welches Wort darfst du nicht sagen? Digger. Oh, jetzt musst Das du einen ist der Liegestütz machen. Rufen. Das Wort Digger ist bei mir im Training verboten. Dann gibt es eben 2 Liegestütze oder einen Liegestütz. Genau, Nicht, ne? Levi versteht das. Nee, wie heißt denn der? Also ich Digger hasse weiter, es, heißt wenn der Digger weiter? gerufen wird im Training. Das schon mal, wenn ihr mal bei mir Martin. Training haben solltet. Das Wort geht nicht. Exakt. Weiter ging es bei den Jüngsten, jetzt hier zum Thema offensive Spielweise. Das heißt, jetzt soll genau das Gegenteil gemacht werden. Jetzt soll versucht werden, den Punkt innerhalb von 3 Schlägen zu gewinnen. Das heißt, jetzt soll offensiv gespielt werden. Also, dass man eine klare Abgrenzung hat zwischen offensive und defensive Spielweise. Wir schauen wieder auf den Nebenplatz. Hier eine schöne Übung. Man muss sich vor der Linie, vor der Grundlinie aufhalten, beide Seiten und versuchen, die Bälle früh zu nehmen. Offensive Spielweise, hier das Thema. Und ja, eine sehr Achso, für effektive beide Übung. gilt das? Beide vorne. Ja. Und Paulas Lieblingsball? Da, schenke ich dir. Danke. Wenn ihr merkt, ihr macht zu viele Fehler. Konditionsteil. Hier Dann habe ich entsprechend ein 8 bisschen Stationen langsamer, ja? quasi aufgebaut. 8 Dann haben wir hier unseren Konditionsübungen für Schnelligkeit, Overcross, Koordination. Sidestep, geht Und folgendermaßen. ich erkläre jetzt hier Immer erstmal die Übungen vorne mit der rum gesamten und Gruppe, dann dass die auch Sidestep, richtig gemacht werden. Hier zum Beispiel Vorne soll rum, man die Sidestep, Bälle immer Sidestep, umlegen und dann Wechsel. mit einem Overcross und Sidestep sich bewegen. Ja. Ja, und dann haben wir 8 Stationen gemacht Okay, genau. und die Dann kommen wir sollten zum dann nächsten. in einem Zirkel Achtung, quasi abgearbeitet Blickrichtung nach werden. vorne. Hier haben wir Und den mit Achterlauf, kleinen, vielen Schritten wichtig für in Beweglichkeit, der Achtform kleine Schritte, Sidesteps machen. Kleine, viele, nicht das. Ja, das bringt nicht so wirklich viel. Wir wollen klein und kurz nach unten arbeiten. Brauchen wir fürs Tennis. Und hier seht ihr, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Jeder macht die Übung, die ihm zugeteilt wurde und dann, wenn die Zeit ist, wir machen dann immer so 20 Sekunden, 30 Sekunden, dann wird gewechselt. Hier eine schöne Koordinationsübung mit dem Justus. Luft.
Und natürlich sind unsere Jüngsten auch wieder am Start. Der Ruven, hier geht es dann nochmal um Sprungverhalten, genauso wie hier. Das ist jetzt Tag Nummer 3. Das war ein schönes Aufwärmspiel. Das nannte sich Football, glaube ich, hatte sich der Gero ausgedacht. Ziel ist es hier, dass ein Schlag gemacht wird, am besten irgendwo hin, wo die andere Mannschaft den Ball nicht bekommt, und dann wird gelaufen und das andere Team hat dann die Aufgabe, den Ball so schnell es geht wieder zurückzubringen. Und ja, man muss Stationen ablaufen und muss aufpassen, dass man nicht verbrannt wird. Jetzt hier ein langer Ball vom Justus. Genau, und sobald der Ball geschlagen ist, können sich die anderen dann wieder bewegen und über die Stationen laufen. Keno hat schon wieder irgendwas gesehen, der Schiedsrichter. The Eye. Ja. Was auch immer sehr viel Spaß macht, ist Rundlauf, ganz klassisch hier zum Aufwärmen. Ja, es darf nur Cross gespielt werden und jeder hat entsprechende Lebenanzahl, und wer daneben trifft, scheidet aus. Ich denke mal, da brauche ich nicht großartig was zu sagen. Danach ging es weiter mit dem Theorieteil. Jetzt hier Doppeltaktiken. Wie sollen sich die Spieler positionieren? Und da sieht man auch mal ganz gut, dass es bei vielen Kindern eben noch nicht so klar ist, was gemacht wird, wenn entsprechend man am Netz steht. Hier geht es jetzt darum, dass die Mitte zugemacht werden muss und dass sich verschoben werden muss. Also wenn Enzo spielt, müsste ich quasi von hier, müssten wir quasi überrücken, du machst die Mitte und du hast den. Ja, und schon haben wir eine gute Abdeckung. Ja, hast du noch was? Ja, genau das gleiche, wenn wir jetzt anders gehen. Luzi mal zurück, Enzo da, genau. Jetzt spielen wir auf Luzi. So, jetzt muss ich meine Seite verteidigen, du gehst in die Mitte, Mit den Jüngsten haben wir dann so ein bisschen Volley-Übung gemacht. Wie bewegt man sich am Netz, dass man eben nicht nur steht, sondern auch mal versucht, dazwischen zu gehen. Und ja, das macht hier der Gero erstmal in der Vorbereitung, Volley zu spielen, und dann gleich eben halt auch in der Praxis, dass die Spieler am Netz versuchen, sich zu bewegen. Jetzt hier eine schöne Übung, wo wir eben nochmal die Verschiebung üben. Das heißt, die Mannschaften spielen gegeneinander und Ziel ist es, einen direkten Punkt zu machen, also einen Ball zu spielen, an den die anderen nicht drankommen. Und die Spieler vorne müssen sich immer versuchen zu verschieben. Und jetzt hier ist es dem Spieler hinten gelungen, einen klaren Durchschuss zu machen. Das heißt, jetzt wird gewechselt. Wir haben da mit 5 Leuten auf einem Platz agiert und dann haben wir mal einen Auswechselspieler und 4, die spielen. Ja, sehr wichtige Übung, wie ich finde. Ja, und aufbauend zu diesem Thema kommt hier eine Übung, wo die Spieler angreifen müssen und versuchen müssen, sich dann wieder zu verschieben am Netz. Das heißt, eine Seite greift immer an, die andere ist die Verteidigerseite. Mit dem Volley wird angegriffen, vorgerückt und dann soll versucht werden, sich zu verschieben und optimal zu positionieren. Jetzt wieder Verschiebung nach links, das haben die hier ganz gut gelöst und darum ging es in der Übung. Ja, hier gucken wir mal auf die Jüngsten, genau. Die werden jetzt daran geführt, dass eben die Netzspieler sich bewegen müssen, dass die Netzspieler eingreifen sollen ins Doppel, ja, dass man nicht immer nur stur auf einer Stelle steht. Und das übt jetzt hier der Gero. Die hören sich ja gar nicht mehr auf zu bewegen hier. Was hast du mit denen gemacht? Seht, ganz gut am Bewegen sind sie sich und ja. Das ist auf jeden Fall wichtig fürs Doppel, dass die früh daran geführt werden, eben entsprechend auch mal Bälle versuchen abzufangen. Hier nochmal eine Übung mit den Älteren. Hier geht es auch wieder um den Netzangriff. Das heißt, drüben sind 3 und vorne sind 2 Spieler. Ne, hier vorne sind 3 Spieler und hinten sind 2 Spieler und die wechseln immer. Ja? Also das heißt, eine Seite greift immer an und dann wird der Punkt immer ausgespielt und wenn der Punkt fertig gespielt ist, wie jetzt hier zu sehen, dann wird wieder getauscht. Das heißt, der Spieler, der gerade angegriffen hat, der geht dann ans Netz. Eine Spielerin oder der Spieler, der eben gerade am Netz stand, geht raus und dann wird wieder schnell angegriffen und immer schnelle Punkte, viel Bewegung drin. Ja, und so kann man auch mit 5 Leuten auf einem Platz eigentlich ganz gut arbeiten. Also, wir machen jetzt 2 Teams und splitten das Ganze. Ein Team besteht aus 4 Spielern. Und die Aufteilung lebe ich gerade ein und dann haben wir im Prinzip 4 Einzel
und 2 Doppel am Ende. Und jedes gewonnene Einzel ergibt einen Punkt für das Team und wir spielen immer auf Zeit, damit wir auch pünktlich in einer Stunde dann fertig sind. Ja? Wir haben jetzt hier 2 Spieler, die noch Mitfeld spielen und die noch mit den druckreduzierten Bällen spielen. Das heißt, wenn ein Einzel gegen eine von diesen beiden gespielt wird, dann müssen die anderen mit links spielen und im Mitfeld spielen. Ich bin aber Genau. in einem Doppel. Und ihr seid ein Team. Ihr könnt euch, so, erste Mannschaft, wie heißt ihr? King Climax. Die U-Boote, die U-Boote, die U-Boote. Und ihr seid die? Paula, komm. Die U-Boote gegen? Luzi, du hast doch immer einen Namen. Nee? Die U-Boote gegen? Ich muss überlegen. Hüftgold Deluxe. Okay, wir überlegen uns noch einen Namen und dann wissen wir Bescheid. Alles klar. So, wir spielen jetzt hier auf Zeit. In der ersten Runde sehen Sie das großartige Spektakel zwischen Gero Göbel und Levi. So, Gero muss mit links spielen gegen Levi und wird abgezockt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, der Levi. 1 beide, das wird ein enges Ding für unseren Coach. Schön mit links, ne? Jawohl. Ja, muss er sich strecken. Ah! Sehr gut. Sehr gut. Levi zockt ihn. Sehr gut. Das hast du ihm zu gut beigebracht. Offensives Spiel. Erste. So. So, wie ihr seht, wir haben viel Spaß. Ja? Das muss nicht immer so pure Ernst sein, so ein Abschlussturnier, sondern jeder muss Spaß haben. Es ist auch wichtig, dass die Kids eben dann auch mal mit anderen Spielern spielen. Ja? Auch mal hier zum Beispiel gegen den Gero in der Spielform. Und wieder verhauen. Ja? Also hier sieht es sehr ausgeglichen aus, beziehungsweise Vorteile für den Levi. Dann haben wir hier einen zweiten Mitfeldcourt gemacht. Hier kämpft die Paula gegen den Enzo. Enzo, warum hast du den Schläger in der rechten Hand? Ja. Wir sehen alles. Ja, Achtung. Sehr gut. So, und auch hier, ne, seht ihr, Paula hält da gut mit. Schade. Ja? So, wir machen gleich, wenn es zu eindeutig ist für den Enzo, dass der Enzo nur mit einhändiger Rückhand spielen darf. 7-2? Okay, ab sofort nur noch einhändige Rückhand. Aha. Oh, jetzt. Komm, Paula. Oh, schade. Gut. Okay, und hier auf den anderen Plätzen, da haben wir dann die Einzel, die regulär gespielt werden. Ja, und so haben wir jetzt unser Doppelturnier aufgeteilt, denn ich denke, das ist eine sehr spaßige Angelegenheit. Jeder spielt gegen jeden und am Ende haben wir noch ein abschließendes Doppel. So, und hier läuft das Einzel unserer Jüngsten. Steht, glaube ich, insgesamt 6:4 für die U-Boote. Und hier haben wir die Jüngsten jetzt als Duell. Und ja, da ist es wichtig, dass auf jeden Fall immer einer dabei ist, dass richtig gezählt wird. Ja, das auf jeden Fall, dass er da schaut. Ja. Da haben wir hier gute Ballwechsel. Oh, und er ist aus. So, wir sind bei den Doppeln angelangt und die U-Boote führen mit 10:6 und wir spielen jetzt hier noch 2 Doppel. Und bei den 2 Doppeln geht es um 2 Punkte, das heißt, die andere Mannschaft kann noch ausgleichen. Jetzt hier haben wir eine sehr schöne Situation. Hier spielt dann Alt mit Jung, Alt in Anführungsstrichen natürlich. Und ja, drüben die Paula. Paula, die kann normal spielen mit der rechten Hand und hier haben wir wieder die Linkshänder, die älteren Spieler. Und so spielen wir als Doppel jetzt schön zusammen. Und ja, für die Kleinen natürlich auch immer noch ein Highlight, dann auch mal zusammen mit einem Trainer zu spielen, hier für die Paula zum Beispiel. So, erstmal hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Hat es euch Spaß gemacht? Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Seid jetzt gut vorbereitet für die Medenspielsaison.
Ganz großes Kompliment an euch alle, muss ich wirklich sagen. Gerade auch wie die Älteren, die Jüngeren da mitnehmen, ja, wie ihr euch ja, da untereinander einfach auch motiviert habt. Und ja, da erstmal einen großen Applaus für euch alle. Ja, ihr habt euch wirklich verdient. Okay, so, das war unser Ostercamp vom TC Korbach. Wir haben eigentlich echt viel Spaß gehabt. Gero ist da, glaube ich, auch der Meinung. Was meinst du? Ja, es hat sehr, sehr gut geklappt. Ja, wir haben ganz gut ja, Vorleistungen gemacht. Wir haben gewusst, was wir machen. Und ja, ich hoffe, wenn ihr mal so ein Tenniscamp mal, ja, ich sag mal, planen wollt, dann könnte das Video euch ja ganz gut geholfen haben. Und ich mache mich hier für meinen Teil jetzt erstmal in den Urlaub, lege erstmal die YouTube-Mauszeiger und die ganzen Bearbeitungstools beiseite. Das war jetzt erstmal mein letztes Video bis zum Sommer. Und dann sehen wir uns in der Sandplatzsaison wieder. Bis dahin, bye bye, euer Martin und in dem Fall auch Gero. Ja, ciao. Macht's gut.